Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es bei mir Pizzasnacks, schmeckt wunderbar, einfach zu machen und man braucht sogar keinen Teig. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Hier habe ich schon mal die Zutaten für den leckeren Snack vorbereitet. So wichtig ist, wir brauchen Toastscheiben, man kann aber auch Weißbrot nehmen oder ein anderes Brot, was man zu Hause hat. So, die anderen Zutaten, die ich hierfür ausgesucht habe, ist das, was ich zu Hause im Kühlschrank habe. Das sind die Reste sozusagen. Jeder kann für sich entscheiden, was derjenige auf dem Snack haben möchte. Wichtig ist die Soße, die mache ich aus den gehackten Tomaten und Gewürze, Salz, Pfeffer, Knoblauchzehe und hier Kräuter de Provence. So, dann habe ich hier Salami, ich habe Schinken, Porree, ich habe schon klein geschnitten. Dann habe ich hier Brokkoli, habe ich auch klein geschnitten, so ein kleines Stückchen. Paprika, Thunfisch, die Champignons so ungefähr geschnitten. Und wichtig ist auch geriebene Käse. Ich habe in meinem Fall Mozzarella. Man kann aber auch Gouda gerieben nehmen oder Emmentaler oder das, was man zu Hause hat. So, und legen wir sofort los mit der Soße zu bereiten. Ja, und wie ich schon erwähnt habe, für die Soße brauche ich natürlich die gehackten Tomaten. Ich habe etwa 300 Milliliter genommen. Dann ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Pfeffer, ein Teelöffel von den Kräuter de Provence. Die Knoblauchzehe wird auch reingepresst. Jetzt wird umgerührt alles. Und fertig ist die Soße. Jetzt werden wir dann die Pizzasnacks belegen. Bevor ich mit dem Belegen der Toastscheiben anfange, dann mache ich erstmal meinen Backofen an auf 170 Grad Umluft. Das wird erstmal vorgeheizt. Ich brauche ein Blech und Backpapier, um die Toastscheiben zu belegen. Bei mir passen genau 6 Stück hier. Ich habe hier auch 6 genommen. Und als erstes dann werden die Toastscheiben mit Soße belegt. Schön gut verteilen. Nachdem ich die Toastscheiben mit der Soße belegt habe, dann kommen die anderen Zutaten obendrauf. Und hier ist eure Kreativität gefragt. Und ich werde da hier so mischen, wie ich dann so für richtig halte. Ich mache erstmal Salami. Einer mache ich mit Salami und Schinken gemischt. Dann brauche ich jetzt einen Löffel für Thunfisch. Das Tolle dabei ist, dass es für jeden was dabei. Machen wir einfach vegetarisch eine mit Brokkoli. Ich liebe Brokkoli. So. Dann gebe ich noch ein bisschen Champignons noch dazu. Zu meinem vegetarischen Snack hier. Dann mache ich noch so ein paar Paprikastücke noch. Und nicht viel, weil Paprika so einen starken Geschmack hat. Und dann schmeckt alles nur nach Paprika. Deswegen nur so ein paar Stückchen. Dann habe ich noch Porree. Das verteile ich auch schön überall. So, nachdem ich alles hier belegt habe, kommt der Käse noch oben drauf. Schön verteilen. So sehen die belegten Snacks aus.
Und die kommen in den Ofen für etwa 20 bis 25 Minuten. Tada, wir müssen das zelebrieren. Und rein mit euch. Jetzt ist die Zeit und jetzt nehmen wir die leckeren Snacks raus. Wow, das sieht so gut aus. Ich freue mich schon. Seht ihr dieses Gesicht, dieses glückliche Gesicht? Ich freue mich schon. Et voilà! Die leckeren Pizzasnacks sind jetzt fertig zum Servieren. Es duftet und es schmeckt wunderbar. So ihr Lieben, das ist super für wenn man Party macht oder wenn ihr Besuch habt und wisst nicht, oh, was mache ich jetzt schnell? So, das ist die Lösung, weil im Kühlschrank hat man immer etwas. So ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann ich würde mich auf einen Like, Kommentar freuen. Auch diejenigen, die neu dabei sind, bitte da drücken auf den Abo-Button. Und ja, es kostet euch nichts. Und dann seid ihr bei dem nächsten Video dabei. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!